Heute vollenden wir unser Küchenset mit dem Ofenhandschuh, passend zur Kochschürze, dem Geschirrtuch und dem Topflappen. Falls du die anderen Videos der Serie verpasst haben solltest, blende ich dir hier oben den Link mit der Playlist ein. Das Schnittmuster für den Ofenhandschuh kannst du kostenlos auf meiner Webseite soyou.ch herunterladen. Der Link ist auch auf meinem Profil ersichtlich. Ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin, und auf meinem Kanal SoYou dreht sich alles ums Thema Nähen. Wenn du auch ganz verrückt nach Nähen bist, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um keines meiner Videos zu verpassen. Also, legen wir los mit dem Ofenhandschuh. Für einen Ofenhandschuh brauchst du einen Außenstoff aus 100% Baumwolle. Es ist wichtig, dass du einen Stoff wählst, der Hitze aushalten kann. Als Isolationsschicht zwischen den Außenstoffen braucht es ein Volumenvlies. Der Thermolam oder Insulbrite Vlies sind zum Beispiel genau dafür gemacht. Aber ich verwende ein 100% Baumwollvlies. Der ist zwar eher dünn und daher muss ich mehr Lagen zuschneiden, aber ich hatte noch Reste davon und ich bevorzuge Naturmaterialien. Außerdem braucht es wieder ein Schrägband in einer passenden Farbe. Freiwillig braucht es noch einen Innenstoff für den Ofenhandschuh. Ich habe dazu einen einfachen, naturbelassenen Baumwollstoff gewählt. Ich zeige dir beide Verarbeitungen. Falte den Außenstoff aufeinander und achte darauf, dass der Fadenlauf gerade verläuft. Miss dazu den Abstand der geraden Kante zum Umbruch. Verschieb den Stoff so, dass der Abstand überall derselbe ist. Leg das Schnittmuster so auf den Stoff, dass der Abstand vom Fadenlauf zum Umbruch überall derselbe ist. Steck es fest. Schneid es mit 1 cm Nahtzugabe rundherum zu. Wie gesagt, das Schnittmuster kannst du kostenlos auf meiner Webseite soyou.ch herunterladen. Gib dazu einfach im Suchfeld Ofenhandschuh ein und dann findest du den passenden Blogbeitrag dazu, wo du das Schnittmuster herunterladen kannst. Schneid beim Daumen in eine Spitze. Falte das Vlies 2- bis 4-mal aufeinander und steck das Schnittmuster fest. Schneide es ebenfalls mit 1 cm Nahtzugabe rundherum aus. Ich schneide aus meinem Vlies insgesamt 6 Schichten zu. Wenn du mit einem dickeren Vlies arbeitest, reichen wahrscheinlich weniger Schichten. Schneid freiwillig noch 2 Schichten des Innenstoffes zu. Bevor du das Schnittmuster entfernst, zeichne mit einem Bleistift der Rundung zwischen Daumen und Zeigefinger entlang. Zeichne mit Schneiderkreide oder ähnlichem, das sich auswaschen lässt, auf die schöne Seite des Außenstoffes diagonale Linien im Abstand von 5 cm. Wiederhole es mit Linien im rechten Winkel zu den anderen. Mach dasselbe mit dem anderen Schnittteil. Leg die Außenstoffteile auf je 2 bis 3 Vliesteile und steck sie fest. Nähe den Stoff und das Vlies zusammen. Nähe dabei genau auf den Markierungen. Sichere die Stiche jeweils am Anfang und am Ende, indem du einige Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid am Schluss alle Fäden ab. Schneid überstehendes Vlies weg. Steck das Schnittmuster auf das Vlies. Zeichne mit einem Stift den Rand des Schnittmusters zwischen Daumen und Zeigefinger nach. Schneid ein 15 cm langes Stück Schrägband als Aufhänger zu. Halbiere ihn und nähe nahe der Öffnung durch. Leg die Teile mit den schönen Stoffseiten aufeinander.
Halbier den Aufhänger und steck ihn mit 4 cm Abstand an den Stoff. Steck die Stoffteile aufeinander. Die untere Gerade bleibt offen. Nähe die Teile mit 1 cm Abstand zum Rand entfernt zusammen. Führe dazu die Kante der Stoffschichten der Kerbe im Stichtisch deiner Nähmaschine entlang. Sichere die Stiche am Anfang. Zwischen Daumen und Zeigefinger kannst du genau auf der gezeichneten Linie nähen. Stell 3 cm vor der Haarnadelkurve die Stichlänge auf 1,5 oder eben einfach auf eine kleine Stichlänge. Stell die Stichlänge 3 cm nach der Kurve wieder auf 2,5. Sichere die Stiche am Ende und schneid die Fäden ab. Nähe die Strecke nochmals genau gleich. Das ist eine freiwillige doppelte Sicherheit, weil wir den Stoff nachher sehr nah an den Stichen einschneiden werden. So sollte es auch nach häufigem Gebrauch keine Löcher in der Naht geben. Schneid die Nahtzugaben ein paar Millimeter zurück. Schneid zwischen Daumen und Zeigefinger den Stoff bis 1 oder 2 mm vor die Stiche ein. Kehr den Handschuh von außen nach innen. Drück die Nahtzugaben, dass die Naht satt nach außen zeigt. Wenn der Handschuh hier spannt oder zu große Falten wirft, kehr den Handschuh nochmals und schneid die Nahtzugaben an dieser Stelle tiefer ein. Ein paar kleine Falten sind übrigens normal. Überspring den nächsten Teil, wenn du kein Futter verarbeitest. Leg die beiden schönen Stoffseiten des Futters aufeinander und steck sie zusammen. Die untere Kante bleibt wiederum offen. Nähe die Strecke mit 1 cm Abstand von der Kante entfernt zusammen. Verstell die Stichlänge kurz vor und bis 3 cm nach der Haarnadelkurve wieder auf 1,5. Sichere die Stiche am Anfang und am Ende und schneid die Fäden ab. Es ist nicht nötig, diese Strecke zweimal zu nähen. Schneid zwischen Daumen und Zeigefinger den Stoff bis 1 oder 2 mm vor die Stiche ein. Schneid die Nahtzugaben etwas zurück. Schlüpf in den Futterhandschuh und nun in den Ofenhandschuh. Platziere ihn, dass die Nähte aufeinander liegen. Leg dabei die Nahtzugaben auseinander und steck die offenen Kanten zusammen. Nähe die Strecke mit dem größten Stich und mit einem Abstand von ca. 5 mm vom Rand entfernt zusammen. Schneid das überstehende Futter weg. Wenn du kein Futter verarbeitest, geht hier die Anleitung weiter. Wenn du kein Futter genäht hast, sieht es so aus. Leg die Nahtzugaben bei den Nähten auseinander. Klapp eine Seite des Schrägbandes auf. Falte am Anfang 1 cm nach innen und steck das Schrägband Kante auf Kante an den Ofenhandschuh. Mach dasselbe auch, wenn du ein Futter genäht hast. Am Schluss überlappt das Band um 2 cm. Schneid den Rest weg. Nähe das Band an den Topfhandschuh. Nähe dabei genau im gebügelten Umbruch. Sichere die Anfangsstiche gleich am Schluss mit.
schneid die Fäden ab. Falte das Schrägband nach oben und lege es um die Stoffkante. Stecke es von vorne fest. Wenn du die Stecknadeln knapp oberhalb des Überganges steckst, kannst du auf der Rückseite gleich kontrollieren, ob das Band dort mitgefasst wird. Wenn nicht, verschiebe es, bis es mitgesteckt wird. Achte auch darauf, dass sich nirgends Falten bilden. Nähe das Band mit einem kleinen Abstand vom linken Rand entfernt an. Sichere die Stiche nur am Ende und nähe dabei über die Anfangsstiche. Lass die Nadel immer wieder im Stoff stecken und zieh den Handschuh nach vorne. Achte darauf, dass du keine Falten oder falsche Stoffschichten mitnähst. Schneid die Fäden ab und fertig ist ein hübscher Ofenhandschuh. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt und dem Video den Daumen hoch gibst, wenn es dir gefallen hat. Um keine Sew-You-Tutorials zu verpassen, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.